Die hohe Arbeitslosigkeit ist etwas, was uns nach der Pandemie sehr intensiv beschäftigen wird. Was muss getan werden? Zunächst einmal muss man sagen, wir erwarten leider, dass nach der Krise der Sockel der Arbeitslosigkeit wieder ein Stück weit höher sein wird als vor der Krise. Das war leider bei fast allen Wirtschaftskrisen so. Und ein besonderes Problem ist die Langzeitarbeitslosigkeit, also Menschen, die ein Jahr etwa oder noch länger keine Beschäftigung haben. Das wird ein großes Thema werden, und ich glaube, da gibt's nur ein Bündel von Maßnahmen. Das Allerwichtigste ist Qualifizierung und Bildung. Bei der Bildung sowohl im Grundschulsystem, bei den jungen Menschen, die heute die Lernziele nicht erreichen, aber bei der Bildung auch die Erwachsenen, die in der Mitte des Lebens stehen, die 50 sind und wo heute oft gesagt wird, mit 50 macht man keine Weiterbildung mehr. Das ist absurd, wenn man das hört. Das Zweite ist, dass wir wohl auch Prävention betreiben müssen, vor allem bei älteren Menschen und bei Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Die dürfen aus dem Arbeitsmarkt nicht hinaustroppen, denn wenn sie mal draußen sind, kommen sie nicht herein. Und das Dritte, was man sagen muss, es wird wohl auch Beschäftigungsprogramme brauchen für Menschen, die am regulären Arbeitsmarkt kaum mehr eine Chance haben und die so besser in Beschäftigung gehalten werden. Also insgesamt muss es wohl ein Bündel sein, aber an erster Stelle steht immer die Qualifikation und die Bildung.